Warum sind wir denn eigentlich jetzt schon im Januar hier nach Nizza gekommen? Weil ich glaube, dass es ein neues WM-Rennen ist und also ich durfte auch als Coach sehr, sehr viel lernen über die ersten Jahre auf Hawaii und ich würde hier gerne kein Lernjahr hinlegen, sondern ein sehr gutes Jahr in der WM-Vorbereitung und da diese WM einfach wirklich neu ist, ist es mir wichtig, mich ganz früh darauf vorzubereiten, die Strecke nicht nur aus einem Pfeil kennenzulernen oder aus einem Video, sondern tatsächlich sie auch zu spüren bei mir im Begleitfahrzeug heute. Und hast du Bock? Hab Bock, Sonne scheint, bisschen frischer als Kanaren, aber ich sollte jetzt eigentlich gleich in den ersten Anstieg kommen und ich denke spätestens dann wird mir warm. Jetzt hoffe ich mal, dass das klappt und dass es geil wird. Ich glaube, irgendwo da vorne würde ich wohnen. Liegt da runter. Ja, es ist super schönes Wetter. Wir haben, glaube ich, richtig Glück. Es ist ja noch Januar und trotzdem scheint die Sonne recht stark. Ich durfte das erste Mal die Radstrecke befahren und war am Anfang komplett aus dem Häuschen, weil es einfach so wunderschön ist. Das ist die beste Strecke der Welt. Das gibt's nicht. Das ist einfach das Geilste. Ja, wir sind so gegen 11 Uhr gestartet und dadurch war die Sonne schon auch in die ganzen kleinen Tälchen schon vorgedrungen und ich habe den Stadtpart ausgelassen, also von der Wechselzone zum ersten Berg, einfach weil da natürlich viel Verkehr ist. Das heißt, es ging eigentlich direkt mit einem Anstieg los und ja, es war der erste Teil vor allem wunderschön. Da waren die Energiespeicher auch noch voll und im Verlauf wurde es dann immer mehr Arbeit. Also ich war doch auf jeden Fall überrascht davon, wie anspruchsvoll die Strecke ist. Sie ist wunderschön, aber auf jeden Fall ein großes Stück Arbeit. Also ich finde es total geil. Mega, aber es ist eine harte Nummer dennoch. Also auch für mich. Jetzt sind wir oben am ersten langen Anstieg. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal hier kleine Duftmarke hinterlassen. Eigentlich müssten wir den ändern in Faster with Croissant. Frankreich Edition. Müssen wir später erstmal noch. Schokolade. Ja. Wir machen später, würde ich sagen, mal ein Tasting. Echt jetzt? Wer war das? Kommentiert es. Wer war hier? Ich finde diese Strecke hier die schönste und härteste Radstrecke, die ich jemals bei einem Rennen erlebt habe. Es ist quasi überhaupt nicht zu vergleichen mit Hawaii. Also da gibt es einfach keinen Vergleich. Landschaftlich und einfach auch von dem Profil der Strecke ist es einfach ein ganz anderes Level. Also ich würde sagen, das ist eine viel größere Herausforderung in einer anderen Art und Weise, aber gleichzeitig so wunderschön und so abwechslungsreich, dass ja eigentlich jedem, der Radfahren und schöne Strecken liebt, das Herz aufgeht. Ich glaube, das ist eine Strecke, die tatsächlich weltmeisterschaftswürdig ist, weil sie die vollständige Radfahrerin oder den vollständigen Radfahrer wirklich fordert. Es ist tatsächlich eine Strecke, die sowohl Kletterfähigkeiten braucht, als auch Fähigkeiten, eine Kurve gut zu fahren, als auch echtes Zeitfahren. Das ist auch wirklich drin, aber auch Zeitfahren, bei dem ich im Aerolenker auch Kurven fahren darf. Ja, das ist also super cool. Also ich glaube, dass das hier dran wirklich die Herausforderung ist und dann kommt noch eine ganz dicke Pacing-Herausforderung dazu. In meinen Augen ist es einfach eine Radstrecke, wie sie sein sollte. So ist Radfahren für mich und ich denke für die meisten Europäer, das ist, wie wir Radfahren lieben, eine abwechslungsreiche Strecke, eine Strecke mit Höhenmetern, mit mehreren Passagen, die technisch auch im Abfahren sind und kleine Straßen. Es riecht nach Croissant, Baguette hier und da und dann aber auch teilweise absolute Einsamkeit. Kommt jetzt die Abfahrt. 3-4 Kilometer noch, dann geht's los, dann kommt der erste Steil, das erste Stück, dann kommt ein kurzer Stich nochmal.
Ja. Ja, tatsächlich, jetzt ist ja erst Januar und ich bin super froh, dass ich jetzt einen ersten Eindruck sammeln darf, schon so früh im Jahr. Das Rennen wird ja erst gegen Ende September stattfinden und ich habe jetzt schon mal einen viel besseren Eindruck davon, auf was ich mich vorbereiten muss. Und ich würde am liebsten gar keinen meiner Eindrücke, die ich jetzt gesammelt habe, mit den anderen teilen, weil ich denke, es ist tatsächlich ein Vorteil, jetzt so früh auch schon hier zu sein. Um dann eben auch zu wissen, worauf muss ich mich wirklich vorbereiten. Und da sehe ich jetzt für mich einfach metabolische Aufgaben, einfach wirklich dieser Strecke gewachsen zu sein dann, um danach auch noch einen Marathon laufen zu können. Aber natürlich auch ein paar Aufgaben im Equipment, also gerade auch, was wir beim Fahrrad noch tunen können für so eine Strecke. Und natürlich aber auch ganz groß meine Skills, also dass ich einfach noch zu einer technisch besseren Radfahrerin mit meinem Zeitfahrrad auch werde, um wirklich dann auf diesem Kurs das Beste rauszuholen auf der Radstrecke. Welche Punkte achtest du besonders jetzt aus Trainersicht, wenn du so eine Strecke siehst? Oder was notierst du dir vielleicht in deinem imaginären Notizbuch? Ist gar nicht so imaginär, das Notizbuch, sondern es ist tatsächlich also ich versuche mir vorzustellen, was man neben den Voraussetzungen, die man ohnehin in der Vorbereitung machen würde, welche Charakteristika die Strecke hat. Also sie ist beispielsweise deutlich länger als eine normale Strecke, wo man jetzt von ausgehen kann, dass man, wenn man in Rot zwischen 4,35 und 4,20 eine Radzeit fahren kann, wird man hier definitiv eine halbe Stunde länger brauchen für diese Strecke. Das ist ein Teil. Die andere Sache ist die, was möchte ich vielleicht im Training simulieren, was vielleicht gar nicht metabolischer Natur ist, sondern damit man sich darauf eintakten kann. Also ich denke, die Beine werden ganz anders belastet sein als bei einem statischen Zeitfahren, wo man immer den gleichen Schwungpunkt trifft. Hier hat man tatsächlich deutlich höhere Spitzen, weil man das Klettern, was noch dazu kommt. Und solche Themen, die helfen auch mir, wenn ich es mal wirklich gesehen, gefühlt erlebt habe, die Strecke. Dann kommt noch dazu, glaube ich, das ist auch vielleicht nicht so repräsentiert, aber wir fahren relativ viel Zeit zwischen 1000 und 1200 Meter. Das ist immerhin leichte Höhenexposition noch dazu. Jetzt sind wir gerade den letzten Downhill gefahren und das war auf jeden Fall, würde ich sagen, der anspruchsvollste Teil der Strecke bisher. Super schmale Straßen, erstmals auch, würde ich sagen, einiges an eher räudigen Straßenbedingungen oder sehr wechselnde Lichtverhältnisse jetzt irgendwie, mag aber auch an der Jahreszeit liegen, dass die Sonne schon relativ tief steht. Das war schwierig, einfach die Sachen auf der Straße zu sehen. Vor allem, wenn man die Mittellinie nicht überfahren darf, ist echt nicht ohne. Und ich glaube, ein Streckenabschnitt, wo man echt viel Zeit liegen lassen kann. Da habe ich auch persönlich auf jeden Fall ein bisschen was an Arbeit vor mir, weil im Endeffekt ist es so, dass es halt nur leicht bergab geht. Das heißt, eigentlich könnte man schon auch einen Power hochhalten, aber um das zu schaffen, muss man halt richtig sicher auf dem Fahrrad sitzen, beziehungsweise eigentlich auch im Aerolenker. Und da war ich jetzt, würde ich sagen, zu viel am Oberlenker. Ist aber auch sicher dem geschuldet, wie die Franzosen hier gerade Auto fahren, dass ich einfach unsicher bin oder da kein unnötiges Risiko jetzt eingehen möchte. Das muss man einfach regelmäßig fahren, da gibt es nichts.